Max habe eine Zeitmaschine erfunden. Es sei kaum zu fassen gewesen, dass so etwas in der heutigen Zeit möglich sei. Kaum habe er die erste erfolgreiche Reise in die Vergangenheit unternommen, da sei er bereits auf die ersten unerklärlichen Phänomene gestoßen. Während er sich weiter mit der Funktionsweise der Maschine beschäftigt habe, habe er immer mehr Zweifel an der Stabilität seiner Erfindung bekommen. So oft wie er auch versuche, die Maschine zu stabilisieren, gebe es immer wieder neue Probleme, die ihn in seiner Arbeit behinderten. Es sei, als ob die Zeit selbst gegen ihn kämpfe, indem sie sich immer wieder unvorhersehbar verhalte. Max habe die Maschine schließlich so umgebaut, dass er nicht nur in der Zeit, sondern auch in den Raum reisen könne. Doch jedes Mal, wenn er versuche, einen bestimmten Zeitpunkt zu erreichen, sei die Maschine in einer völlig anderen Epoche gelandet. Während eines seiner Versuche sei er in der Zukunft gelandet, wo alles völlig verändert gewesen sei. Der Himmel sei von riesigen, schwebenden Städten bedeckt gewesen und die Menschen hätten mit Technologien gearbeitet, die er sich nicht einmal habe vorstellen können. Max sei von der fortschrittlichen Technologie fasziniert gewesen, aber gleichzeitig habe er sich gefragt, ob es wirklich die Zukunft sei, die er sich gewünscht habe. In der Zukunft habe er erfahren, dass die Menschheit sich selbst fast zerstört habe, aber durch die Entdeckung einer neuen Energiequelle habe sie sich wieder aufgerappelt. So wie er die Menschen in dieser Zeit gesehen habe, habe er erkannt, dass sie nicht mehr die gleichen seien wie die Menschen, die er in seiner eigenen Zeit gekannt habe. Sie hätten sich weiterentwickelt, sowohl geistig als auch körperlich, und hätten neue Fähigkeiten entwickelt, die es ihnen ermöglicht hätten, die Natur zu beherrschen. Max habe sich gefragt, ob seine Reise in die Zukunft nicht auch Auswirkungen auf die Vergangenheit haben könnte. Er habe von einem alten Mythos gehört, der besagte, dass Veränderungen in der Zukunft immer Auswirkungen auf die Vergangenheit hätten, und er habe sich gefragt, ob dies auch für seine Zeitmaschine gelte. Kaum habe er darüber nachgedacht, sei er von einer Gruppe von Wissenschaftlern angesprochen worden, die ihn gewarnt hätten, die Zeit nicht weiter zu manipulieren. Die Zeit sei ein empfindliches Gefüge, das man nicht so einfach auseinanderreißen könne, habe einer von ihnen gesagt. Max sei zwar skeptisch gewesen, doch gleichzeitig habe er sich gefragt, was wohl passieren würde, wenn er die Zeitmaschine weiter benütze. In einem verzweifelten Versuch habe er entschieden, einen weiteren Test zu machen, um zu sehen, ob er diesmal in der richtigen Zeit landen würde. Doch als er die Maschine in Betrieb genommen habe, habe er plötzlich gemerkt, dass er sich nicht mehr im Raum der bekannten Realität befunden habe. Es sei, als ob er durch ein unsichtbares Tor gereist sei, das ihn in eine völlig andere Dimension geführt habe. Kaum habe er den Eindruck von seiner neuen Umgebung erhalten, sei er von einer merkwürdigen, fast unheimlichen Atmosphäre umgeben gewesen. Es habe den Anschein gehabt, dass die Zeit in dieser Dimension völlig anders verlaufen sei, als er es gekannt habe. Während er weiter in der Dimension umhergereist sei, habe er entdeckt, dass es hier keine feste Struktur gegeben habe.
Manchmal habe er das Gefühl gehabt, als ob er sich in einem endlosen Kreis bewege, der ihn immer wieder an den gleichen Punkt zurückführe. Umso mehr er versucht habe, die Dimension zu verstehen, desto mehr sei er in Verwirrung geraten. Max sei sich sicher gewesen, dass diese Erfahrung mit seiner Zeitmaschine etwas Neues, Unvorhersehbares sei, das er nicht kontrollieren könne. Schließlich habe er beschlossen, die Maschine abzuschalten, um den gefährlichen Verlauf zu beenden, und sei mit einem Gefühl der Erleichterung zurückgekehrt. Doch kaum sei er zurückgekehrt, habe er bemerkt, dass er sich nicht an alles habe erinnern können. Einige Momente seien wie aus seinem Gedächtnis verschwunden, als ob die Zeit selbst diese Erinnerungen ausradiert habe. Es sei, als ob er nie dort gewesen sei, und er habe sich gefragt, ob seine Reisen die Realität überhaupt beeinflusst hätten. Die Zeitmaschine sei ein gefährliches Experiment gewesen, von dem Max nicht wisse, ob er es je wieder wagen solle. Während er sich weiter mit den Auswirkungen der Maschine beschäftige, habe er festgestellt, dass der Verlauf der Geschichte, den er erlebt habe, sich nun von der historischen Realität unterschieden habe. In diesem Moment sei ihm klar geworden, dass seine Erfindung mehr war als nur ein Gerät. Max habe begonnen, sich mit den Theorien der Zeit und der Relativität auseinanderzusetzen, um besser zu verstehen, wie seine Maschine funktioniere. So oft wie er auch versuche, die Maschine weiterzuentwickeln, sei er immer wieder auf Grenzen gestoßen, die er nicht habe überwinden können. Die Zeit sei ein solch komplexes und undurchschaubares Konzept, dass niemand wirklich habe wissen können, wie man sie vollständig kontrolliere. Während er tief in seine Forschung vertieft gewesen sei, habe Max eine weitere Entdeckung gemacht, die ihn in Erstaunen versetzt habe. Er habe herausgefunden, dass es nicht nur möglich sei, die Zeit zu beeinflussen, sondern auch die Vergangenheit und Zukunft miteinander zu verknüpfen. Diese Erkenntnis habe Max sowohl beunruhigt als auch fasziniert, denn sie habe ihn mit der Frage konfrontiert, welche Verantwortung er nun für die Welt und ihre Zeit habe. Je mehr er darüber nachgedacht habe, desto mehr sei ihm klar geworden, dass er mit seiner Entdeckung möglicherweise nicht nur die Gegenwart, sondern auch die Zukunft beeinflussen könne. Es habe den Anschein, als ob das Schicksal der Menschheit nun in seinen Händen liege, was ihn einerseits überfordere, andererseits aber auch motiviere, weiter zu forschen. Während Max sich auf die Auswirkungen seiner Entdeckungen konzentriert habe, sei er plötzlich auf ein Problem gestoßen, das ihm bisher nicht bewusst gewesen sei, die Unvorhersehbarkeit der Zukunft. Er habe festgestellt, dass jeder kleine Eingriff in die Vergangenheit zu unvorhersehbaren Veränderungen in der Zukunft führen könne, was die Kontrolle der Zeit zu einem gefährlichen Spiel mache. Max sei sich unsicher gewesen, ob er die Maschine weiterhin benutzen solle, da er nicht habe abschätzen können, welche langfristigen Auswirkungen seine Reisen auf die Welt haben könnten. Er habe mit vielen Experten gesprochen, die ihn gewarnt hätten, dass die Zeit wie ein zerbrechliches Glas sei, sobald sie einmal zerbrochen sei, könne sie nie wieder zusammengesetzt werden. Obwohl er diese Warnungen ernst genommen habe, habe Max das Gefühl gehabt, dass er die Möglichkeit nicht unbenutzt lassen dürfe, das Geheimnis der Zeit vollständig zu entschlüsseln.
Während er weiter experimentiert habe, habe er immer wieder den Satz im Kopf gehabt: Die Zeit heilt alle Wunden. Max habe jedoch bald erkannt, dass die Zeit nicht immer alles heilen könne. Die Maschine, die er erschaffen habe, sei ein zweischneidiges Schwert, einerseits habe sie ihm unglaubliche Einblicke in die Vergangenheit und Zukunft gegeben, andererseits aber auch zahlreiche Gefahren mit sich gebracht. Kaum habe er eine neue Entdeckung gemacht, sei er sich bewusst gewesen, dass sie möglicherweise zu unvorhergesehenen Konsequenzen führen könnte, die er nicht hätte kontrollieren können. Würden wir wirklich die Vergangenheit ändern wollen, habe Max sich gefragt, oder sollten wir einfach lernen, mit der Gegenwart zu leben? Max sei tief in Gedanken versunken gewesen und habe sich gefragt, ob er vielleicht schon zu viel gewagt habe. Schließlich habe er beschlossen, dass er die Zeitmaschine nicht länger benutzen dürfe, um nicht noch mehr Unheil anzurichten. Doch je mehr er darüber nachgedacht habe, desto mehr sei ihm klar geworden, dass die Zeitmaschine nicht nur ein Werkzeug der Macht sei, sondern auch ein Spiegel der Menschlichkeit. In einer Welt, in der alles veränderbar sei, sei es schwer, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Max habe schließlich erkannt, dass die wahre Herausforderung nicht darin liege, die Zeit zu kontrollieren, sondern die Verantwortung für die Veränderungen zu übernehmen, die man hervorrufe. So habe er seine Zeitmaschine in den Tiefen seines Labors versteckt, weit weg von den neugierigen Blicken der Welt. Max sei sich bewusst gewesen, dass die Geheimnisse der Zeit sowohl ein Geschenk als auch eine Last seien, und er habe sich gefragt, ob die Menschheit wirklich bereit sei, mit dieser Macht umzugehen.